Das ist ein ganz tolles Brot. Das ist nach ein paar Tagen immer noch saftig, außen richtig schön kross. Das ist das Lieblingsbrot meiner Kinder. Das ist hier, ihr seht's, ein Sauerteigbrot, ein 100%ig reines Sauerteigbrot, das zugleich glutenfrei und vegan ist. Das heißt, ich füge da keine Hefe hinzu und wie alle Rezepte ist auch dieses Rezept ohne Zucker, ohne Soja und ohne Maisstärke. Haben die hier gerade so einen Doppeldecker, meine Kinder, dabei. Das ist nicht zu groß, nicht zu klein, hält schön in Form. Das Brot hat ja eine schöne feste Kruste. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Die Zutaten für unser glutenfreies und veganes Sauerteigbrot sind 20 Gramm Psyllium, und zwar nicht gemahlen, sondern die Flohsamenschalen am Stück sozusagen. Dann haben wir 10 Gramm goldenen Leinsamen, der ist gemahlen. Dann benötigen wir 550 Gramm Wasser. Und es ist natürlich ein Sauerteigbrot, den Sauerteig. Wir brauchen 200 Gramm davon. Den Sauerteig habe ich mir selber gemacht. Wie das geht, zeige ich euch in einem separaten Video gerne noch. Das ist hier mein Sauerteigglas. Ihr seht, ich habe mir das da rausgenommen. So sieht er von unten aus. Man sieht hier schön die Blasen. Ja. So, der geht ganz einfach. Das ist wirklich keine Kunst. Man muss nur wissen, wie es gemacht wird. Das sind jetzt also die ersten Zutaten. Und die mischen wir jetzt alle zusammen als sozusagen feuchter Anteil in einer Schüssel. Der Flohsamen, die Leinsamen. Dann gießen wir das Wasser dazu und rühren das um. Das Ganze soll klumpenfrei werden und geben den Sauerteig dazu. Und diese Masse, die lassen wir dann etwa eine halbe Stunde lang stehen. Vielleicht auch eine Stunde. Das soll so eine gelartige Masse werden. Und dann verarbeiten wir erst die ganzen Mehle da weiter. So, das stellen wir jetzt zur Seite. Die trockenen Zutaten für unser glutenfreies Sauerteigbrot sind zum einen Vollkornreis, davon benötigen wir 100 Gramm. Dann benötigen wir 125 Gramm Hirsemehl, 25 Gramm Hafermehl, 100 Gramm Buchweizenmehl sowie 75 Gramm Tapioca-Stärke und nochmal 75 Gramm Kartoffelmehl. Außerdem benötigen wir Salz. Das kannst du nach Geschmack natürlich machen. Ich mag es gern ein bisschen kräftiger. Wir haben ca. 20 Gramm Salz bei uns im Brot. Jetzt zeige ich euch, in welcher Form ich das backe. Und zwar, ich mache das Brot ja als Kastenform. Das ist eine Kastenform mit 30 cm Länge und ca. 6 cm Höhe. Ich finde es ganz praktisch, gerade für die Schule als kleinen Pausensnack. Haben die hier gerade so einen Doppeldecker, meine Kinder, dabei. Das ist nicht zu groß, nicht zu klein, hält schön in Form. Das Brot hat eine schöne feste Kruste. Finde ich einfach sehr geschickt. Genau, also so mache ich es am liebsten. Natürlich kann man es auch in einer anderen Form backen. Aber das ist jetzt so meine Art. Wie bereite ich die Kastenform jetzt vor? Damit das Ganze nicht kleben bleibt, benutze ich Backpapier. Da schneide ich mir einfach so ein Stück aus, das diese Länge hat. Drücke das hier so rein und mache das dann zunächst mal mit so kleinen Klemmchen hier fest, mit Wäscheklammern. So, und dann schneide ich mir für die Seiten nochmal solche kurzen Stücke ab. Die mache ich mir hier auch fest mit den Wäscheklammern. Drücke das etwas in Form. So, das gleiche auf der anderen Seite. Und dort, wo jetzt das Backpapier ist, da geht das Brot dann sehr gut auch aus der Form raus. Jetzt gibt es aber so eine Schwachstelle hier an den Seiten und damit es auch mir da gut rausgeht, öle ich das so ein klein bisschen ein. Weil es ist sehr ärgerlich, wenn man das frisch gebackene Brot, das sehr empfindlich ist, einfach schütteln und rütteln muss. Dabei kann es nämlich passieren, dass es in sich wieder zusammenfällt und speckig wird. Und das wollen wir ja natürlich vermeiden.
Für unser Brot mischen wir dann die ganzen trockenen Zutaten in eine Schüssel. Und dann mischen wir alles kräftig miteinander durch. Nachdem jetzt diese Psylliummasse eine halbe Stunde etwa gegangen ist, hat sich das zu so einem Gelee entwickelt. Und dann ist es genau richtig, dass wir das weiterverarbeiten. Und zwar geben wir das Ganze jetzt einfach in unsere Mehlmischung rein. Und das Einzige, was da noch fehlt, ist rühren, rühren und nochmal rühren. So. Das ist natürlich jetzt sehr klipprig und klebrig. So, wenn das Ganze kräftig durchgerührt ist, ihr seht, es klebt immer noch an der Hand, das ist normal. Das wird es durchziehen, wir lassen das jetzt eine Stunde zugedeckt stehen. Ich decke das mit so einer Keramikplatte ab, eine Stunde bei Zimmertemperatur um die 20 Grad und dann füllen wir das Ganze erst in unsere Form ein. Wir werden das Brot nachher beim Backen dann zudecken mit einer zweiten Form. Wenn du keine zweite Form hast, die exakt hier drauf passt, dann kannst du diese Form auch in irgendein anderes großes Gefäß, zum Beispiel so einen ovalen großen Bräter stellen und die Form dann hier rein mit dem Teig. Das Wichtige ist aber dabei, dass es einen Deckel hat, damit das ganze Brot unter Dampf backen kann. Das ist das A und O, damit dieses Brot auch gelingt. Hier ist jetzt der Teig, der eine gute Stunde bei mir in der Küche gestanden ist, mit dem feuchten Tuch abgedeckt. Der ist ein klein wenig höher geworden. Ich zeige euch aber mal unten, an was ihr das vor allem sehen könnt, dass hier drin schon fermentiert, dass so kleine Blasen oder größere Blasen bei mir sind. Und das ist ein Zeichen dafür, dass in dem Teig quasi Aktivität stattfindet. Was wir jetzt machen, wir füllen den Teig in unsere vorbereitete Kastenform. Das machen wir einfach mit der Hand. Wir holen den hier raus. Und ihr seht auch, vorher war der sehr, sehr, sehr klebrig. Und jetzt kann ich den Teig ohne weiteres einfach in die Hand nehmen. So, und in meine Form legen. Dabei gehe ich vorsichtig vor. Ich drücke ihn bis in die Ecken mit Gefühl. Ich versuche, dass der Teig gleichmäßig hoch wird. Und zum Schluss, das ist wirklich wichtig, pinseln wir den Teig, die Oberfläche nochmal mit Wasser ein. Das hilft, dass der Teig besser fermentiert. So, und dann werden wir den Teig jetzt abgedeckt, mehrere Stunden, ich mache die Klemmerchen dazu dann natürlich raus, ja, mehrere Stunden in der Küche stehen lassen. Ich habe hier etwa so 20 Grad, so abgedeckt. Gerne lege ich noch mal ein feuchtes Tuch drüber, dass auch wirklich das Feucht innen drin bleibt. Das hilft sehr. Jetzt habt ihr den Teig in die Form, habt ihn bereits abgedeckt. Und jetzt kommt die große Frage, wie lange muss ich den stehen lassen? Das kann man nicht allgemein beantworten. Das kommt einfach sehr stark auf die Außentemperatur an, auf den Teig selber. Da ist es einfach wichtig zu wissen, dass ihr nicht auf die Uhr gucken könnt, wie viele Stunden das es bei mir heute dauert, wie viel das bei euch dauert. Das kann durchaus unterschiedlich sein. Da geht es darum, dass ihr beurteilt, wie euer Teig fermentiert ist bzw. gegangen ist. Ihr schaut einfach vorher, wo ist der Teig jetzt direkt nach Einfüllen. Bei mir fehlen da etwa 2 cm, bis die Form hier oben aufhört. Ihr seht von Teig bis hier oben. Bei mir wird es etwa backfertig sein, wenn der Teig ungefähr die Form hier oben erreicht hat. Vielleicht ein Tick drüber, also keine
nicht das Volumen verdoppeln oder so, wie man das vom Hefeteig kennt. Das ist sehr, sehr wichtig, weil wenn der Teig zu lange steht, passiert nämlich Folgendes, dass der während des Backens wieder einstürzt. Und dann wird das Backergebnis speckig und wir können das Brot nicht mehr essen. So sieht mein Brot aus, bevor ich es in den Backofen schiebe. Wir werden das jetzt noch mit Wasser einpinseln, wieder zudecken und bei 220 Grad backen. So, nach 40 Minuten nehmen wir jetzt den Deckel runter und lassen es weitere 15 Minuten oder lieber 20 Minuten bei der gleichen Temperatur fertig backen. So sieht unser Brot jetzt fertig aus. Wir holen das raus, nehmen es aus der Form und lassen es auf einem Gitterrost auskühlen. So, unser Brot ist jetzt fertig gebacken und abgekühlt. Und jetzt schneiden wir es mal zusammen auf. Ach, das sieht richtig gut aus. Richtig luftig. Es ist richtig schön aufgegangen innen drin. Und damit es jetzt mehrere Tage frisch bleibt und so schön saftig bleibt, werde ich das jetzt in ein Tuch einwickeln und bei Zimmertemperatur, sofern es nicht zu warm ist, einfach hier bei mir in der Küche lagern. Und dann habe ich für mehrere Tage ein frisches, saftiges, glutenfreies, veganes Sauerteigbrot. Du kannst das Brot auch eingefrieren, einfach, wenn es abgekühlt ist, in eine Plastiktüte und dann hält es sich lange Zeit im Tiefkühl frisch, in Scheiben oder am Stück, wie du das gerne magst. Wenn dir jetzt mein Video gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn du mir ein Abo dalässt, wenn du mich likest. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, viel Spaß beim Nachbacken und bis zum nächsten Mal.